So gut wie jeder steht auf Leder. Doch leider ist Leder sehr teuer. Die Alternative ist Fimo. Aus Fimo kannst du dir ganz einfach ein Lederimitat herstellen, wie zum Beispiel ich bei meinem Stiftehalter. Wenn auch du, wie ich, nur hässliche Stifte hast, zeige ich dir außerdem diesen Sonnenblumenstift belegt mit einer Cane. Für diesen coolen Stiftehalter in Lederoptik brauchst du nichts weiter als braunes Fimo. Das braune Fimo habe ich schon auf Stufe 1 der Pastamaschine ausgerollt. Zuerst bekommt das Fimo braun die Struktur. Dafür brauchst du eine zusammengeknüllte Alufolie mit Knitterfalten, außerdem den Acrylroller. Dann presst du das Ganze auf dein Fimo. Du musst damit Vorder- und Rückseite behandeln. Das Ganze sieht dann so aus. Nun nehme ich einen Stempel, diesen Tack und setze ihn auf mein Fimo. Mein Motiv schneide ich nun mit dem Messer aus. Für die Halterung des Stiftes nimmst du dir ein Stückchen Papier, das den Durchmesser deines Stiftes hat. Dies legst du wieder auf ein braunes behandeltes Stück Fimo und schneidest nun das Ganze aus. So groß, dass du dein Papierstück damit einpacken kannst. Das Ganze sieht mit dem Verarbeiten der Übergänge nun so aus. Möchtest du wie ich einen leicht schrägen Halter, dann schneide das Ganze unten leicht schräg zu. Ich nehme nun meinen Tack und setze meinen Stifthalter darauf auf. Die Übergänge, dafür nehme ich etwas braunes Fimo und lege dies einmal rundherum. Dann verstreiche ich das Ganze mit Hilfe eines Dotting-Tools. Nach dem Verstreichen nehme ich mir noch ein kleines Stückchen Alufolie und nehme kleine Schönheitskorrekturen vor. Einmal hier beim eingesetzten Fimo und dann entlang des Randes, um dem Ganzen nochmal Struktur zu geben. Ich backe anschließend meinen Stiftehalter 30 Minuten bei 110 Grad. Das Papier bleibt dabei drin. Nach dem Backen, wenn dein Fimo ausgekühlt ist, nimmst du zuerst das Papier, entfernst es, dann nimmst du zwei Farben, ich nehme ein helles Braun und ein Schwarz und mische es. Raus kommt ein dunkles Braun, mit dem pinsle ich nun mein Fimo grob ein. Nach dem Auftragen der Farbe nimmst du dir am besten ein Tuch und nimmst zu viel Farbe ganz vorsichtig weg. Dann lässt du das Ganze einen Moment trocknen. Nach dem Trocknen sollte dein Fimo in etwa so aussehen. Für den typischen Lederglanz nimmst du dir am besten ein Stückchen Stoff und gehst damit über dein Fimo. Für den Blütenstempel deiner Sonnenblume brauchst du Grün, eine Mischung aus Gelb-Braun, wieder eine Mischung aus Braun-Weiß und Fimo Braun. Mein Fimo Braun rolle ich auf Stufe 7 der Pastamaschine aus. Diese drei Farben drehe ich zu gleichmäßig großen Würsten. Die drei Würste sehen nun so aus. Jede Wurst packe ich nun in Fimo Braun ein. Die drei eingepackten Würste sehen nun so aus. Jetzt werden sie reduziert. Nach dem Reduzieren müssen die Würste so dünn sein. Ich beginne mit der grünen Cane. Diese schneide ich in 2 cm gleich große Stücke. Ich klebe die Stücke nun zu einem Blütenstempel zusammen. Mein Blütenstempel sieht dann im Anschluss in etwa so aus. Die grüne Mitte ist jetzt soweit fertig, nun geht es mit dem äußeren, den hellen Braun weiter. Auch das Hellbraun schneide ich in 2 cm gleich große Stücke. Vom Hellbraun nehme ich nun alle Stücke und setze sie zu einer Cane zusammen. Zusammengesetzt sieht meine Cane dann so aus. Auch das ganz dunkelbraune schneide ich in 2 cm gleich große Stücke. Die Stücke setze ich nun alle wieder zu einer Cane zusammen. Meine 3 Canes sehen jetzt so aus. Alle 3 Canes reduziere ich nun.
Die 3 reduzierten Canes sollten jetzt so aussehen. Meine verschiedenen Canes schneide ich nun in 2 cm gleich große Stücke. Ich baue nun meinen Blütenstempel zusammen. Fertig sollte dein Blumenstempel so aussehen. Für das Muster in meinen Sonnenblütenblättern verwende ich die Farben Gelb, ein Gemisch aus Gelb-Braun und Fimo-Braun. Das Fimo-Gelb rolle ich bei Stufe 1 auf der Pastamaschine aus. Die Mischung aus Gelb und Braun rolle ich ebenfalls auf Stufe 1 aus. Auch das Fimo-Braun wird auf Stufe 1 ausgerollt. Die 3 Fimo-Farben lege ich leicht übereinander, dann stelle ich einen Farbverlauf her. Auf Stufe 1 der Pastamaschine. So in etwa sollte dein Farbverlauf dann aussehen. Danach schneidest du daraus 3 gleich große Stücke. So sollten deine 3 Fimo-Stücke nun aussehen. Meine sind 4 auf 7 cm. Für die Zwischenräume im Farbverlauf brauchst du nun eine Mischung aus Gelb und Weiß. Die Farbmischung aus Weiß und Gelb rolle ich auf Stufe 1 der Pastamaschine aus. Aus dem Gelb-Weiß schneide ich nun 5 Stücke genauso groß wie mein Farbverlauf. So sollten deine 5 Stücke aussehen. Nun legst du deine Streifen zusammen. Du beginnst mit einem einfarbigen Gelb, dann kommt ein Farbverlauf, dann fährst du so im Wechsel fort, bis du alle Streifen aufgebraucht hast. Du musst im Wechsel alle Streifen verarbeiten, bis auf den 5. Den setzt du einmal unten und oben als Abschluss hin. Dein Blütenblatt sollte nun so aussehen. Jetzt kannst du es reduzieren. Nach dem Reduzieren schneidest du deine Blütenkellen in 2 cm gleich große Stücke. Anschließend nimmst du deinen Blütenstempel und legst die Blätter rundherum, bis dieser komplett bedeckt ist. Meine Cane sieht nun so aus. Die Lücken zwischen den Blütenblättern fülle ich nun mit Weiß. Nach dem Reduzieren sieht meine Cane so aus. Dann nimmst du einen deiner hässlichsten Bleistifte, steckst hinten eine Öse rein und belegst diesen mit deiner Cane. Dazu beginnst du am besten vorne und legst Stückchen an Stückchen. Nach dem Belegen sieht mein Stift nun so aus. Jetzt kommt er in den Backofen, 30 Minuten bei 110 Grad. Du hast mein Video bis zum Schluss angeschaut. Modellieren mit Fimo ist genauso entspannend wie ein Ausflug im Frühling. Möchtest du gerne mehr zum Thema wissen? Dann schau dich um im Kanal oder lass mir ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!